Und mit der Schulterstütze... Ja genau, deswegen solltet ihr den Controller nie loslassen. Jetzt habe ich den hier schon weggeschmissen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Kuma Games. Ich zeige euch heute einen der günstigsten Gunstocks, den ihr da draußen kaufen könnt. Das ist der V-Rifle für die Pico 4. Und ich bin ein kleiner Fan von diesem Gunstock. Nicht, weil er perfekt ist, sondern weil er günstig ist und das tut, was ja, man hierfür braucht. Das Besondere bei diesem Ding ist, das sind zwei Komponenten, die mit dem Magnet verbunden sind. Schaut euch da gerne schon mal mein Video zur Pico 3 Link an. Da habe ich den Gunstock schon mal getestet, aber dieses Mal mit der zusätzlichen Schulterstütze. Die kann man optional dazu erwerben. Und das ist echt eine ganz coole Sache. Ihr könnt eben irgendwie schießen in einem Spiel und dann den einfach abnehmen, nachladen und wieder dran machen. Und das funktioniert richtig gut. Also teilweise besser als mit einem großen Gunstock wie von ProTube. Das geht super schnell und hält ganz gut. Was ihr natürlich nicht machen könnt, ist dann hier irgendwie durch die Gegend latschen. Ihr müsst den schon festhalten. Ähm, aber so bin ich echt begeistert. Und die Schulterstütze ist auch verstellbar hier an der einen oder anderen Stelle und tut seinen Dienst. Ich zeige euch, wie ihr das Ganze ja, zusammenbaut. Hab noch ein paar Tricks, weil ganz perfekt. Hallo Kamera. Ganz perfekt ist er leider nicht von der Form her. Die sind hier so ein bisschen lose. Aber ich habe da einen kleinen Trick für euch. Kann ja auch sein, dass der Entwickler das mittlerweile schon nachgebessert hat. Darf er gerne hier unten unter die Kommentare schreiben. Aber abgesehen davon bin ich echt begeistert und bei dem Preis sollte man auch nicht meckern. Und anschließend zocke ich eine Runde und ja, beschreibe nochmal, wie sich das Ganze anfühlt. Also bleibt dran. Dann schauen wir uns mal den V-Rifle Gunstock an. Der V-Rifle Gunstock ist erstmal nur dieses Stück hier. Für die Pico 4. Die werden extra ausgedruckt aus dem 3D-Drucker, schön mit dem Logo hier. Eigentlich so ganz schick gemacht, aber ein 3D-Druck ist häufig nicht perfekt. Deswegen habe ich da eine Lösung gefunden, um da ein bisschen nachzuhelfen. Aber das zeige ich euch gleich. Das hier ist die Schulterstütze, die müssen wir erstmal zusammenbauen, beziehungsweise weiß ich nicht, ob das Ding schon vormontiert bei euch erscheinen wird. Deswegen machen wir das Ganze einfach mal zur Orientierung. Guckt ihr, wie ihr das Ding haltet. Also normalerweise wäre das so, das heißt, die Schulterstütze muss hier nach hinten dran. Hier ist da wird das Ganze einfach reingeslidet. Das hält sich dann hier fest, sowohl als hier. Da ist so ein kleine Aussparung. Das wird einfach reingeslidet und dann ist das so erstmal ganz gut fest. Sollte jetzt von alleine auch nicht unbedingt weggehen. Außer ihr zieht da doll dran, aber ihr haltet das Ding ja normalerweise so und zieht hier nicht dran. Schön, um das Ganze schnell wieder abzumachen, wenn man es dann doch nicht braucht. Dann müssen wir dieses Stück hier dran machen. So, jetzt muss ich mal gucken, in welcher Höhe das Ganze sein muss. Ihr könnt euch hier an den Löchern orientieren. Hier könnt ihr die Länge so weit verstellen, wie ihr es braucht. Die Schraube kommt an die Stelle, wo diese Aussparung für die Mutter ist. Und dann wird das Ganze hier zugemacht. So, und für die Stütze haben wir dann hier dieses Stück hier. Da entfernen wir erstmal die Muttern. So. Das flache Stück soll nach oben, laut den Bildern, aber ihr könnt es prinzipiell so benutzen, wie ihr es gerne möchtet.
Ich mache die Dinge jetzt nur handfest zu. Hat für mich auch immer gereicht. Ihr könnt natürlich hier mit einer mit einem Schlüssel oder mit einer Zange dann das nochmal festziehen. Aber ich habe das in dem Fall nicht gebraucht. Wenn euch das hier oder wenn ihr das Ganze dauerhaft haben wollt, könntet ihr hier natürlich noch reinbohren und mit einer Schraube das hier außen befestigen. Ist aber nicht notwendig. Also das sollte eigentlich so ganz gut halten. Dann haben wir schon den Gunstock. Jetzt kommen natürlich die Controller rein. Die Controller werden, jetzt muss ich gucken, das ist vorne. Fangen wir mal mit dem rechten an. Die werden hier so eingeschoben, sodass dass der Ring hier unten nach außen zeigt. Ne, die werden nach oben. So, ne? Nicht hier nach vorne. Ich habe einen anderen Gunstock, wo das nach vorne geht, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, oben rein. Und dann ist der eigentlich auch schon drin. Wie gesagt, für mich relativ locker. Es gibt extra so Gummidinger, so kleine, die ihr hier reinkleben könnt in der Packungsbeilage. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die meine sind, aber ihr werdet die schon erkennen. Die könnt ihr reinkleben für ein bisschen besseren Fit. Aber ich zeige euch gleich eine andere Möglichkeit, wie ihr das Ganze machen könnt. So. Die sind jetzt drinne. Passt wirklich auf mit dem Magnet. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal eingeklemmt. Die sind wirklich, wirklich stark. Also einmal hier ein Finger zwischen. Das tut schon ein bisschen weh. So, für ein bisschen mehr Sicherheit, also ihr könnt natürlich solltet ihr vielleicht auch machen, hier die Schlaufen von dem Controller, die passen hier auch unten durch. Die würden dann hier rausgucken. Das könnt ihr auf jeden Fall zusätzlich machen. Ich benutze aber, wie bei vielen Sachen, ihr könnt nie genug Velcro haben, Klettverschlüsse. Ich packe die nämlich hier einfach zwischen. Der ist jetzt ein bisschen kurz, aber das reicht hier schon aus, dass der nicht rausflutscht. So eng wie möglich. Der ist jetzt wirklich ein bisschen kurz, aber ein bisschen Fummelei geht. So, da ist mir mein Mikrofon wohl abgeschmiert. Das macht aber nichts. Ich zeige hier nur nochmal, wie ich das Velcro nochmal ein bisschen fester zuziehe. Das war ein bisschen kompliziert, weil die Stücke, die ich jetzt übrig hatte, ein wenig zu kurz waren. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hingelegt habe. Ich habe die schon mal mit längeren benutzt, aber während des Videodrehs fehlten mir die gerade. Aber wenn ihr die richtig, richtig fest zubindet und die ganz, ganz tief am Controller festmacht, dann werden eure Controller nicht mehr wegrutschen, weil ja von der Natur der Sache, die Cups sind in der Mitte ein bisschen dicker und unten ein bisschen schmaler. Wenn das Ganze also richtig festgezurrt ist, dann wird sich da nichts mehr bewegen. Und dann sind die auch wirklich fest. Natürlich könnt ihr auch irgendwie Kabelbinder nehmen, aber ich finde das hier so ganz gut, weil die dann absolut reversibel sind. Und ja, dann können wir eigentlich auch schon ins Gameplay schalten, wo ich dann euch zeige, wie das Ganze funktioniert und wie sich das anfühlt. So Leute, ich teste für gewöhnlich solche Gunstocks gerne mit Pavlov VR. Habe ich schon mit dem ProTube gemacht für die Pico 4. Kommt noch, keine Sorge, da kommt noch ein Video zu. Weil es hier eine Variation an Waffen gibt, die man ausprobieren kann. Ich bin wieder viel zu hoch. Ich weiß nicht, wieso das immer wieder passiert. Irgendwie ist das mit Virtual Desktop und Pico manchmal so ein bisschen komisch. Aber wir haben hier diesen Gunstock und das funktioniert super. Ich kann die Hand hier wegnehmen, ich kann die Munition wegnehmen, ich kann die Munition rausholen, dran machen und zack bin ich wieder im Geschehen. Und mit der Schulterschüttung. Ja genau, deswegen solltet ihr den Controller nie loslassen. Jetzt habe ich den hier schon weggeschmissen. Nicht nachmachen. Schön festhalten, am besten die Schlaufe benutzen. Ist ein schönes Beispiel, dass das gerade so passiert ist. So, da seid ihr. Schön immer darauf achten, dass ihr das mit der Schlaufe benutzt, nicht so wie ich hier gerade. Oder eben immer festhalten. Weil man neigt dazu, das gerne so zu benutzen, aber dafür ist es nicht gedacht. Ihr müsst es immer schön festhalten. So. Wie halt normale Controller eben auch.
So, wir schmeißen die AK weg und nehmen mal hier so eine MP45 oder so. MP16? Ich weiß es nicht. Und schießen ein bisschen. Ich bin viel zu groß. Ich weiß echt nicht warum. So. So. Na komm. Also echt, na gut, ihr seht's ja. Das funktioniert super mit der Schulterstütze. Man kann richtig schön abstützen. Ohne kostet das 35 Euro. Also ohne Schulterstütze, mit der Schulterstütze, soweit ich weiß, 52 Euro. Und definitiv günstiger als einer der anderen Gunstocks. Mit der Schulterstütze gar nicht mehr so viel günstiger. Immer noch halb so viel, aber nicht mehr so krass. Ohne Schulterstütze für 35 Euro. Da habt ihr echt ein gutes Ding. Und das Zielen ohne Schulterstütze ist so schon viel besser, aber mit Schulterstütze geht das eben noch viel, viel besser. Okay, genau. Nachladen habe ich euch gezeigt. Oder eben Granate werfen. Ups. Ja, wenn man so groß ist, funktionieren viele Dinge auf einmal nicht mehr. Oh, lass doch los. Wieso hat er die jetzt... Okay. Ja, ich hoffe, es leckt gerade für euch nicht. Ich weiß nicht, was bei mir los ist, aber bei mir leckt das Spiel total. Ich benutze die Beta von Virtual Desktop. Keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt. Genau, so. Was wollte ich als nächstes probieren? Genau, ich wollte eine Runde spielen. Ich bin in der Beta, deswegen war eben bei einem anderen Test waren hier keine Spieler. Alles ist leer. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ein bisschen schade. Darum machen wir hier so ein Offline-Match. Wir machen mal Hunt. Buy Weapon and prepare to survive as long as you can. Machen wir auf Normal. Habe ich noch nie gemacht. So, wir spielen jetzt Hunt. Ich habe jetzt doch eine andere Map genommen. Und ich habe den Boden hier jetzt mal wieder gefixt. Wir nehmen hier mal so eine Rifle. Die Pistole nehmen wir trotzdem mit. Und Munition. Brauchen wir Munition? Gear. Nehmen wir ein bisschen Rüstung mit. Und ein Laservisier. Okay. Ja, probieren wir es mal, ne? Ich muss jetzt hier rausgehen und dann geht der Kampf los. So, mal gucken. Okay. So. Okay, nachladen. So. Okay. Also ihr seht, ich wäre wahrscheinlich längst gestorben. Ohne Gunstock. Das war nicht so lang, ne? Gut, wir machen es gleich nochmal. Das macht Spaß. So, Rifle. Ich fand die eigentlich gar nicht schlecht. Dann Laservisier. Rüstung. So, das muss erstmal reichen. Wo ist die Pistole jetzt? Wieso verschwinden die Sachen, wenn man die fallen lässt? Nicht schön. Gut. Okay.
aber ganz schön. Oh Gott. Shit. Oh, okay. Aber ihr seht, das funktioniert richtig gut mit dem Gunstock, das Nachladen und das gezielte Zielen. Und wenn man hier so eine Pistole hat, kann man immer noch, sogar mit der Pistole, kann man hier ganz gut die Schulterstütze nutzen. Das ist ein bisschen Cheaten jetzt. Die Waffe hat ja gar keine Munition. Ja, genau. Genau, ich glaube, das reicht fürs Showcasing. Na, ich wollte es schon wieder machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Sagt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr einen Gunstock benutzt. Wenn nicht, würdet ihr euch so ein Ding hier kaufen. Könnt ihr mir gerne nennen. Das ist übrigens ein Entwickler aus Deutschland. Quasi eine Ein-Mann-Armee, der mit einem 3D-Drucker echt coolen Scheiß macht. Lasst da gerne ein Like da und kauft die Dinger, wenn ihr die haben wollt. Ich finde die Dinger nicht schlecht. Also klar, wie gesagt, ein paar Mängel gibt es aufgrund des 3D-Drucks. Alles nicht hundertprozentig passend, aber mit ein bisschen Gewurstel sind die Dinger echt praktisch. Und ich finde, die sehen eigentlich ganz cool aus. Ne? Also, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich für ein Abonnement freuen und ein Like. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt bin ich ganz vorsichtig. Haut rein. Ciao.